Lektion 1, Panoramazug. Ich bin froh, dass wir uns heute für die Bahn entschieden haben. Ich kann Zugreisen absolut empfehlen, es ist eine komfortable und landschaftlich reizvolle Art zu reisen. Die Fenster sind sehr groß, sodass wir die Berge sehen können. Ich bevorzuge den Zug, weil ich dort bequem herumlaufen kann. Es ist außerdem wesentlich schneller als die Fahrt durch den Verkehr. Wir können unsere Bücher lesen oder sogar ein Nickerchen machen. Haben wir einen reservierten Sitzplatz in der ersten Klasse? Ja, unsere Plätze befinden sich im Ruhewagen im vorderen Bereich. Ich gehe in den Speisewagen, um mir einen Kaffee zu holen. Bitte bringen Sie mir, wenn möglich, einen kleinen Snack mit. Ich werde mal schauen, was Sie heute auf der Speisekarte haben. Der Zug wird in 2 Stunden in der Stadt eintreffen. Ich genieße das rhythmische Geräusch der Räder auf der Schiene. Es ist eine sehr entspannende Art, einen Morgen zu verbringen. Wir werden in Kürze einen sehr langen Tunnel durchfahren. Mir gefällt die Dunkelheit vor dem hellen Licht am Ende. Auch für die Umwelt ist das Reisen mit der Bahn sehr gut. Das ist ein weiterer Grund, warum ich diese Methode so liebe. Ich werde jetzt den Kaffee für uns holen. Lektion 2, Japanisches Essen. Ich suche ein Restaurant, das authentische Küche serviert. Sie werden nicht enttäuscht sein, das Essen dort ist unglaublich, von Sushi bis Ramen. Ich habe noch nie richtige Ramen aus einem richtigen Laden probiert. Die Brühe wird viele Stunden gekocht, um ihr Geschmack zu verleihen. Ich bevorzuge scharfe Ramen mit viel Gemüse. Sie können auch den gewünschten Schärfegrad auswählen. Ist das Sushi frisch und von einem professionellen Koch zubereitet? Ja, der Fisch kommt jeden Morgen vom Markt. Ich würde gerne mal Grünteeis zum Nachtisch probieren. Es ist eine sehr beliebte Leckerei in diesem Stadtteil. Ich bestelle mir eine große Schüssel Ramen. Für ein traditionelles Erlebnis sollten Sie Essstäbchen aus Holz verwenden. Ich lerne noch, wie man sie richtig benutzt. Ich kann Ihnen die richtige Technik während unseres Essens zeigen. Das wäre sehr hilfreich, denn ich möchte lernen. Die Atmosphäre im Inneren ist sehr gemütlich und sehr ruhig. Ich bin jetzt bereit für eine richtig große Mahlzeit. Lasst uns hineingehen und einen kleinen Tisch suchen. Ich freue mich darauf, die besten Gerichte der Stadt zu probieren. Lektion 3, Gemeinsame Ideen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns für unsere Abschlussprüfung. Außerdem können wir unsere Ideen austauschen und uns gegenseitig helfen, die besten Entscheidungen zu treffen. Ich werde mich in unserem Bericht auf die historischen Daten konzentrieren. Ich werde die Diagramme und die visuellen Folien erstellen. Wir sollten uns jeden Abend treffen, bis das Projekt abgeschlossen ist. Die Arbeit in einer Gruppe ist viel besser als die Arbeit allein. Ich stimme zu, weil wir so gegenseitig unsere Fehler korrigieren können. Haben Sie Vorschläge für den Titel unseres Projekts? Wir sollten etwas Kurzes und sehr Einprägsames wählen. Wie wäre es mit dem Titel Die Zukunft des Welthandels?
Das ist eine ausgezeichnete und sehr professionelle Wahl. Ich fange jetzt an, die Einleitung auf dem Laptop zu tippen. Ich werde in der Universitätsbibliothek nach weiteren Quellen suchen. Achten Sie darauf, dass die Quellen zuverlässig und aktuell sind. Ich werde die Erscheinungsdaten aller gefundenen Artikel überprüfen. Wir wollen, dass unser Projekt das Beste seiner Art wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Note bekommen werden. Wir müssen einfach konzentriert bleiben und sehr hart arbeiten. Ich werde für unsere nächste Lernsitzung Kaffee mitbringen. Lektion 4: Britische Politik. Die Rolle der Monarchie hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Historisch gesehen spielte sie eine viel größere Rolle in der britischen Politik, als uns jemals bewusst gemacht wird. Das Parlament hält nun die Mehrheit der politischen Macht. Es handelt sich um ein sehr komplexes System von Kontrollmechanismen. Viele Menschen interessieren sich für die Traditionen der Krone. Die Traditionen sind wichtig für die nationale Identität des Volkes. Wie oft finden in diesem Land allgemeine Wahlen statt? Sie halten in der Regel alle 5 Jahre Wahlen ab. Die Debatten im Unterhaus sind sehr intensiv. Sie sind dafür bekannt, sehr lebhaft und manchmal sehr laut zu sein. Ich untersuche die Auswirkungen der jüngsten politischen Änderungen. Die Maßnahmen werden die Wirtschaft noch viele Jahre lang beeinflussen. Glauben Sie, dass sich das aktuelle System in Zukunft ändern wird? In einer Demokratie besteht immer die Möglichkeit zur Reform. Ich möchte London besuchen, um die Regierungsgebäude zu besichtigen. Sie können an einer Führung durch den Palace of Westminster teilnehmen. Ich werde eine Reise während der Sommerferien buchen. Besuchen Sie während Ihres Aufenthalts auch die berühmten Museen. Ich werde meine Abschlussarbeit über die Geschichte des Premierministers schreiben. Lektion 5: Raumwechsel. Ich habe Probleme mit der Internetverbindung in meinem Zimmer. Für den Internetzugang am Arbeitsplatz können wir Sie in ein anderes Zimmer verlegen. Das wäre sehr hilfreich, da ich ein Meeting habe. Wir haben einen ruhigen Raum im 2. Stock mit hoher Internetgeschwindigkeit. Ist das neue Zimmer jetzt bezugsfertig? Ja, das Reinigungsteam hat die Reinigung gerade abgeschlossen. Ich werde meine Sachen packen und zum Empfang herunterkommen. Unser Hotelpage hilft Ihnen beim Verladen Ihres Gepäcks ins Erdgeschoss. Ich schätze Ihre schnelle Reaktion auf mein Problem. Wir möchten sicherstellen, dass alle unsere Geschäftskunden zufrieden sind. Gilt für das neue Zimmer der gleiche Preis? Ja, der Preis für Ihren Aufenthalt bleibt gleich. Das ist eine sehr professionelle Art, mit einer Beschwerde umzugehen. Mein Ziel ist es, den bestmöglichen Service zu bieten. Ich werde meinen Bericht nun pünktlich fertigstellen können. Bitte geben Sie mir Bescheid, falls die Verbindung immer noch langsam ist. Ich werde die Geschwindigkeit testen, sobald ich den Raum betrete. Wir haben außerdem ein Busine-Center in der Hauptlobby. Ich werde das als Backup verwenden, falls nötig. Lektion 6: Ziele im Kunstbereich.
Ihre neuen Gemälde sind wunderschön und einzigartig. Meine Ziele, ich befürchte, niemand wird mögen, was ich zu bieten habe. Du hast ein ganz besonderes Talent, das die Leute zu schätzen wissen werden. Der Kunstmarkt ist sehr wettbewerbsintensiv und sehr schwierig. Die meisten Künstler empfinden das vor der Premiere einer großen Ausstellung. Ich habe viele Monate an diesen Stücken gearbeitet. Ihre harte Arbeit ist in jedem einzelnen Pinselstrich sichtbar. Ich möchte durch meine Kunst eine Botschaft der Hoffnung vermitteln. Diese Botschaft ist in der heutigen Welt sehr wichtig. Was, wenn die Kritiker meine Arbeit schlecht bewerten? Du solltest dich auf die Menschen konzentrieren, die deinen Stil lieben. Ich versuche, positiv zu bleiben, bin aber sehr nervös. Ich werde am Premierenabend da sein, um dich zu unterstützen. Ich würde mich sehr freuen, einen Freund an meiner Seite zu haben. Wir werden Ihren Erfolg mit einem schönen Abendessen feiern. Ich hoffe, die Galerie ist voller neugieriger Besucher. Ich werde alle meine Kollegen aus dem Büro einladen. Vielen Dank, dass du so eine wundervolle und treue Freundin bist. Es ist mir eine Freude, Ihre Träume wahr werden zu sehen. Lektion 7: Vorbereitung des Abendessens. Ich freue mich schon sehr auf die Dinnerpartie am Wochenende. Oder sollte ich vielleicht Nudeln mit geröstetem Gemüse und einen Salat zubereiten? Pasta mit geröstetem Gemüse ist eine sehr gesunde und leckere Wahl. Ich werde frische Paprika, Zucchini und einige Kirschtomaten verwenden. Sollen wir dazu auch Knoblauchbrot servieren? Knoblauchbrot ist bei meinen Freunden immer sehr beliebt. Ich werde die Zutaten morgen früh auf dem Markt kaufen. Achten Sie darauf, dass das Gemüse fest und farbenfroh ist. Ich werde auch noch hochwertiges Olivenöl für die Pasta besorgen. Olivenöl verleiht dem Gericht einen sehr reichhaltigen und milden Geschmack. Welche Art von Dessert sollen wir für Sie zubereiten? Ich hatte an einen leichten Zitronenkuchen mit Sahne gedacht. Zitronenkuchen ist nach einer üppigen Mahlzeit sehr erfrischend. Ich werde am Samstagnachmittag mit dem Backen des Kuchens beginnen. Ich kann dir beim Zuckerguss und der Dekoration helfen. Wir werden gemeinsam ein sehr schönes und leckeres Dessert zubereiten. Wie viele Gäste kommen zur Dinnerpartie? Wir haben 6 Personen aus unserem Tennisclub eingeladen. Ich werde dafür sorgen, dass wir genügend Stühle für alle haben. Lektion 8: Richtiges Joggen. Ich möchte jeden Morgen vor der Arbeit joggen gehen. Ich wärme mich vor dem Joggen auf, trage geeignetes Schuhwerk und dehne mich anschließend. Warum ist Dehnen für Läufer so wichtig? Es beugt Verletzungen vor und unterstützt die Regeneration der Muskeln. Ich trage meine alten Turnschuhe bei meinen Spaziergängen. Sie müssen spezielle Laufschuhe mit guter Dämpfung kaufen. Ich werde heute Nachmittag ins Sportgeschäft gehen. Sie sollten außerdem mit einem langsamen und stetigen Tempo beginnen. Ich befürchte, dass ich sehr schnell ermüden werde. Ihre Ausdauer wird sich verbessern, wenn Sie sehr konsequent sind. Soll ich auf der Straße oder auf der Wiese laufen?
Das Gras ist weicher und besser für die Knie. Ich werde morgen versuchen, 20 Minuten zu laufen. Das ist ein sehr realistisches Ziel für einen Anfänger. Ich werde nach dem Sport reichlich Wasser trinken. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist unerlässlich, um Ihr Energieniveau aufrechtzuerhalten. Ich fühle mich durch Ihre professionelle Beratung deutlich sicherer. Ich bin hier, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Fitnessziele zu erreichen. Ich werde Ihre Anweisungen jeden Tag sehr genau befolgen. Lektion 9: Saubere Nachbarschaft. Ich genieße die Atmosphäre dieser ruhigen Gegend sehr. Meine Nachbarschaft ist super, wir sollten auch andere dazu ermutigen, mitzumachen. Wir sollten andere dazu ermutigen, die Straßen sauber und sicher zu halten. Gemeinschaftsstolz ist sehr wichtig für ein glückliches Leben. Mir ist aufgefallen, dass kein Müll auf dem Boden liegt. Wir organisieren einmal im Monat einen Putztag. Das ist eine wunderbare Art, Menschen zusammenzubringen. Wir haben im Park auch viele Blumen und Bäume gepflanzt. Die Gegend sieht jetzt sehr schön und sehr grün aus. Wir sollten einen Gemeinschaftsgarten für frisches Gemüse anlegen. Ich würde sehr gerne meine eigenen Tomaten und Kräuter anbauen. Es ist auch eine tolle Möglichkeit, seine Nachbarn kennenzulernen. Gibt es in diesem Gebiet ein lokales Sicherheitsteam? Wir haben ein Nachbarschaftswachprogramm, um für unsere Sicherheit zu sorgen. Ich fühle mich hier auch nachts beim Spazierengehen sehr wohl. Die Sicherheit aller Bewohner hat für uns oberste Priorität. Ich werde dieses Programm bei unserer nächsten Bürgerversammlung ansprechen. Wir können unsere Erfolgsgeschichte mit der ganzen Stadt teilen. Es ist inspirierend zu sehen, wie sich Menschen um ihr Zuhause kümmern. Lektion 10: Die richtige Wahl treffen. Wir müssen uns für ein Transportmittel entscheiden. Der öffentliche Nahverkehr ist eine Option. Ich denke, es wäre bequemer, selbst dorthin zu fahren. Heute könnte es zu sehr starkem Verkehr kommen. Wir können frühzeitig losfahren, um Verspätungen zu vermeiden. Die Treibstoffkosten sind derzeit sehr hoch. Wir können die Gesamtkosten untereinander aufteilen. Die Parkmöglichkeiten am Veranstaltungsort sind recht begrenzt. Ich werde im Voraus einen Platz reservieren. Das Auto ermöglicht es uns, mehr Ausrüstung mitzunehmen. Das ist ein sehr berechtigter Einwand. Wir können auch jederzeit aufhören, wann immer wir wollen. Freiheit ist auf einer langen Reise wichtig. Ich stimme Ihrer logischen Argumentation nun zu. Dann werde ich das Fahrzeug unverzüglich vorbereiten. Bitte überprüfen Sie auch den Reifendruck. Ich werde jetzt auch den Tank füllen. Wir sollten eine gedruckte Karte mitbringen. Navigationssysteme sind wesentlich schneller zu bedienen. Lektion 11: Tägliches Tagebuch schreiben. Du solltest dir angewöhnen, täglich zu schreiben. Das klingt flexibel. Wie lange sollte ich täglich Tagebuch führen? 10 Minuten sind ein perfekter Anfang für jeden. Welche Themen sollte ich darin aufnehmen? Schreibe über deine Gefühle und deine Ziele.
Soll ich einen Stift oder einen Computer benutzen? Ein physisches Notizbuch fördert die Konzentration. Ich mache mir Sorgen um meine unleserliche Handschrift. Der Inhalt ist wichtiger als der Stil. Wird mir das helfen, meinen Stress zu reduzieren? Nachdenken bringt dem Geist große Klarheit. Ich werde versuchen, jeden Abend zu schreiben. Konstanz ist der Schlüssel zum wahren Erfolg. Was, wenn ich nichts zu sagen habe? Beschreiben Sie einfach Ihre aktuelle Umgebung und Ihre Gedanken. Das scheint eine einfache Aufgabe zu sein. Du wirst viel über deine Seele entdecken. Ich sehe das jetzt positiver. Es ist ein Geschenk an Ihre Zukunft. Lektion 12, Parkbesuch. Hallo, ist das nicht ein herrlicher Tag für einen Besuch im Tierpark? Das Wetter ist heute wirklich sehr angenehm. Mein Hund liebt es, auf dieser Wiese zu rennen. Ihr Hund ist sehr energiegeladen und freundlich. Er liebt es, andere Tiere und Menschen zu treffen. Ist er eine bestimmte Jägerrasse? Er ist ein Golden Retriever von einem Bauernhof. Sie sind für ihr freundliches Wesen bekannt. Spielt Ihr Hund gerne apportieren? Sie sitzt lieber da und beobachtet andere. Manche Hunde sind eher aufmerksam als aktiv. Es ist beruhigend, ihnen beim Spielen zuzusehen. Wir sollten diesen Park öfter besuchen. Frische Luft ist gut für unsere Gesundheit. Die Gemeinschaft hier ist auch sehr einladend. Ich genieße diese ruhigen Morgenspaziergänge sehr. Wir können Ihnen als nächstes Snacks mitbringen. Das ist eine ausgezeichnete und freundliche Idee. Ich bringe den Wassernapf morgen mit. Lektion 13, kulturelle Zeit. Pünktlichkeit ist wichtig. Ah, ich verstehe, in meiner Kultur ist es normal, ein paar Minuten zu spät zu kommen. In dieser Stadt ist Pünktlichkeit ein Zeichen des Respekts. Ich entschuldige mich für das kleine Missverständnis heute. Verschiedene Kulturen haben unterschiedliche Auffassungen von Zeit. Ich möchte mehr über eure Traditionen erfahren. Wir legen Wert auf Effizienz und strikte Einhaltung sozialer Termine. Das ist ganz anders als bei mir zu Hause. Wir sollten ein Gleichgewicht in unserer Arbeit finden. Ich werde mich bemühen, nächstes Mal früher da zu sein. Kommunikation hilft uns, zukünftige Spannungen zu vermeiden. Legen Sie auch Wert auf schnelle Geschäftsergebnisse? Ja, wir bevorzugen es, Entscheidungen schnell zu treffen. Geduld ist in meinem Land eine Tugend. Wir müssen beide Sichtweisen respektieren. Dieses Gespräch ist sehr hilfreich für mich. Gemeinsames Lernen stärkt unsere Partnerschaft ungemein. Ich schätze Ihre Ehrlichkeit und Ihre Zeit. Begeben wir uns nun in den Besprechungsraum. Lektion 14, gesunde Ernährung. Willkommen in unserem Premium-Lebensmittelmarkt. Entschuldigen Sie, haben Sie auch Bio- und gesunde Lebensmittel im Angebot? Wir haben eine große Abteilung für Bioprodukte.
Werden diese Gemüse ohne Chemikalien angebaut? Ja, sie sind vom Nationalen Prüfungsausschuss zertifiziert. Genau das suche ich. Wir bieten auch frischen Wildlachs an. Enthält es künstliche Farbstoffe? Es ist vollkommen natürlich und sehr frisch. Ich brauche außerdem glutenfreies Brot. Es befindet sich im 3. Gang. Viele Menschen stellen jetzt ihre Ernährung um. Gesundheit ist in diesem Jahr ein wichtiger Trend. Gesunde Ernährung steigert mein Energieniveau täglich. Es ist eine kluge Investition fürs Leben. Haben Sie zuckerfreie Mandelmilch? Wir haben mehrere Marken im Kühlregal. Ich nehme 2 Flaschen davon. Ihr Warenkorb ist voller hervorragender Auswahlmöglichkeiten. Lektion 15, Duschroutine. Ich lese gerade über moderne Selbstpflegegewohnheiten. Was ist eine Kleinigkeit, die Ihre Duschroutine angenehmer macht? Ein Eukalyptusstrauß hilft mir beim Entspannen. Das klingt nach einer sehr duftenden Idee. Der Dampf setzt die natürlichen Öle schnell frei. Ich bevorzuge die Verwendung eines hochwertigen Salzpeelings. Es sorgt für ein sehr glattes Hautgefühl. Die richtige Beleuchtung verändert auch die gesamte Stimmung. Gedämpftes Licht erzeugt tatsächlich eine spa-ähnliche Atmosphäre. Hörst du dort Musik? Ich höre gerne ruhige klassische Musik. Das ist ein toller Anfang. Wir verbringen viele Stunden in diesem Zimmer. Wir sollten es zu einem angenehmen Ort machen. Ich werde mir einen neuen Duschkopf kaufen. Eines mit vielen Einstellmöglichkeiten wäre am besten. Es wird sich wie ein Luxushotel anfühlen. Kleine Veränderungen können einen großen Unterschied machen. Glück entsteht oft durch diese kleinen Details. Lektion 16, Gesellschaftstanz. Die Musik zum Tanz beginnt. Sie haben Gesellschaftstänze aufgeführt. Ich bin diese Art von Tanz nicht gewohnt. Es ist ein sehr eleganter und klassischer Stil. Die Schritte sehen ziemlich schwierig zu erlernen aus. Ich kann dir die Grundbewegungen beibringen. Ich habe Angst, dir auf die Schuhe zu treten. Mach dir heute Abend keine Sorgen wegen kleiner Fehler. Diese Tradition ist sehr formell und alt. Es gewinnt bei Jugendlichen wieder an Popularität. Warum finden die Menschen so strenge Regeln toll? Es erzeugt einen schönen und rhythmischen Fluss. Ich bevorzuge in der Regel modernen und freien Tanz. Wir können es zunächst mit einem einfachen Walzer versuchen. Ist der Rhythmus langsam oder sehr schnell? Dieses Lied hat einen langsamen und gleichmäßigen Rhythmus. Mein Herz schlägt jetzt sehr schnell. Folge einfach meinem Beispiel und bleib ruhig. Du bist ein sehr geduldiger Lehrer, John. Ich möchte, dass du diesen Moment genießt. Lektion 17, klassische Bücher. Ich habe gestern einen berühmten Roman zu Ende gelesen. Huckleberry Finn, Charles Dickens erweckte das viktorianische England durch seine Bücher zum Leben.
Tatsächlich schrieb Mark Twain die Geschichte von Hook. Oh, ich habe einen sehr dummen Fehler gemacht. Beide Autoren sind Meister ihres Fachs. Dickens konzentrierte sich auf die Kämpfe der Armen. Seine Beschreibungen von London sind sehr lebendig. Bevorzugen Sie amerikanische oder britische Klassiker? Ich genieße den Humor in der amerikanischen Literatur. Ich mag die Gesellschaftskritik von Dickens. Literatur ermöglicht es uns, durch die Zeit zu reisen. Es lehrt uns auch etwas über die menschliche Natur. Wir sollten demnächst über ein neues Buch sprechen. Lasst uns eine Geschichte über ein Geheimnis auswählen. Das wird eine sehr lebhafte Debatte auslösen. Ich werde eine Liste der Titel mitbringen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Lesen ist ein wunderbares Hobby für alle. Es erweitert den Geist und das Herz. Lektion 18: Tapfere Soldaten. Lasst uns über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg sprechen. Wie haben die Franzosen der jungen Nation geholfen? Er schickte seine Schiffe und Soldaten nach Amerika, und diese halfen den Amerikanern, die englischen Streitkräfte zu besiegen. Der König von Frankreich gab viel Geld aus. Das war ein sehr strategischer und mutiger Schritt. Dieses Bündnis veränderte den Lauf der Geschichte. Die Seeschlacht war für den Sieg von besonderer Bedeutung. Blieben die Soldaten lange in Amerika? Die meisten kehrten nach dem Krieg nach Frankreich zurück. Sie brachten neue Ideen über die Freiheit mit zurück. Dies führte zu Veränderungen in ihrem Land. Die Geschichte ist voll von solchen miteinander verbundenen Ereignissen. Jede Nation ist auf irgendeine Form von Hilfe angewiesen. Krieg ist ein sehr komplexes und trauriges Thema. Es zeugt aber auch von großem Mut und Hoffnung. Ich möchte diese Epoche genauer erforschen. Ich gebe dir noch ein paar zusätzliche Bücher. Vielen Dank für die interessante Geschichtsstunde. Wissen ist der Schlüssel zu unserer Zukunft. Lektion 19: Aufwendige Saries. Dieser Stand präsentiert traditionelle Kleidung aus Indien. Saries mit aufwendigen Mustern, oh, davon habe ich schon Bilder gesehen. Jedes Muster erzählt eine ganz eigene Geschichte. Die Seide fühlt sich sehr weich und edel an. Die Weber verbringen viele Wochen mit einem einzigen Weber. Wie lang ist ein Standardstück Stoff? Es ist üblicherweise 6 bis 9 Meter lang. Die Farben sind so leuchtend und schön. Verschiedene Farben haben in der jeweiligen Kultur unterschiedliche Bedeutungen. Rot wird häufig für Hochzeitszeremonien verwendet. Sie sind darüber sehr gut informiert. Ich liebe es, mehr über die Vielfalt globaler Mode zu erfahren. Es handelt sich um eine alterwürdige und angesehene Kunstform. Kann mir jemand beibringen, wie man es einwickelt? Man braucht Übung, um die Falttechniken zu beherrschen. Ich würde heute sehr gerne eins probieren. Dort befindet sich direkt eine Umkleidekabine. Ich nehme zuerst den blauen. Diese Farbe steht Ihnen sehr gut. Lektion 20: Auszug.
Ich habe gehört, dass es anderswo viele Jobs gibt. Ich habe mich in einer anderen Stadt beworben, zögere aber, umzuziehen. Veränderung kann eine sehr beängstigende Vorstellung sein. Ich werde meine Familie und meine Freunde vermissen. Sie können sie an den Wochenenden besuchen. Die Lebenshaltungskosten könnten höher sein. Aber die Gehaltserhöhung könnte das ausgleichen. Ich genieße die Gemütlichkeit meines Zuhauses. Wachstum findet oft außerhalb unserer Komfortzone statt. Ist die neue Stadt sehr weit entfernt? Es ist nur ein 3-stündiger Flug. Das ist eine sehr weite Strecke für mich. Sie sollten die langfristigen Vorteile bedenken. Meine Karriere stagniert in dieser Kleinstadt. Eine Großstadt bietet viel mehr Möglichkeiten. Ich werde heute Abend eingehend darüber nachdenken. Lass dich nicht von der Angst aufhalten. Du bist ein sehr hilfsbereiter Freund, John. Ich wünsche dir, dass du immer Erfolg hast. Lektion 21, Hotelkosten. Dieses Hotel hat eine sehr hohe Bewertung. Wie viel kostet es pro Nacht? Ungefähr 100, aber es gibt oft Sonderangebote. Ja, sie bieten Frühbucherrabatte an. Ist im Preis ein komplettes Frühstück inbegriffen? Ein kontinentales Frühstück ist jeden Morgen inklusive. Ich bevorzuge ein Zimmer mit Meerblick. Das kostet zusätzlich $20. Gibt es auf dem Gelände einen Swimmingpool? Es gibt einen großen beheizten Außenpool. Die Lage scheint sehr zentrumsnah zu sein. Alle Museen sind zu Fuß erreichbar. Dann buche ich für 5 Nächte. Benötigen Sie einen späten Checkout? Ja, mein Flug geht abends. Ich werde diese Anfrage Ihrer Akte hinzufügen. Vielen Dank, dass Sie dieses tolle Angebot gefunden haben. Gerne helfe ich Ihnen bei Ihrer Reiseplanung. Ich freue mich sehr auf diesen Urlaub. Sie haben sich jetzt eine richtig entspannende Auszeit verdient. Lektion 22, Objektkunst. Diese Skulptur ist aus alten Löffeln gefertigt. Es ist erstaunlich, wie Künstler Alltagsgegenstände in Kunst verwandeln können. Ich denke, das ist das Schöne daran. Es zeigt, dass alles einen potenziellen Wert hat. Der Künstler ist sehr kreativ und mutig. In dieser Galerie sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich sehe einen Vogel im Metall. Ich sehe darin eine Person tanzen. Kunst lässt viele verschiedene Interpretationen zu. Das ist es, was es so interessant macht. Sollen wir versuchen, etwas Ähnliches herzustellen? Wir haben viele alte Sachen zu Hause. Wir könnten eine Metallstatue für den Garten bauen. Das wäre ein tolles Wochenendprojekt. Wir brauchen auch einen sehr starken Klebstoff. Ich werde mir welche im Laden kaufen. Schauen wir uns das nächste Gemälde an. Dieses Modell verwendet ausschließlich leuchtende Neonfarben. Es ist mir etwas zu hell. Kunst sollte eine starke emotionale Reaktion hervorrufen.
Lektion 23, Marktbeste. Ich liebe die Atmosphäre dieses Ortes. Das Beste an einem Bauernmarkt ist die Frische. Das Gemüse wurde erst heute Morgen geerntet. Ich möchte etwas Honig aus der Region kaufen. Es ist gut für Ihr Immunsystem. Diese Äpfel sind sehr rot und glänzend. Sie sollten zuerst eine kleine Probe probieren. Der Verkäufer sagt, sie seien sehr süß. Mit Ihrem Einkauf hier unterstützen Sie unsere lokalen Kleinbauernhöfe. Es ist besser als der große Supermarkt. Hier werden keine Plastikverpackungen verwendet. Das ist sehr gut für unsere Umwelt. Schaut euch diese wunderschönen, handgemachten Brote an. Sie duften absolut köstlich und sind immer noch warm. Lass uns ein Brot zum Mittagessen kaufen. Wir brauchen außerdem frischen grünen Spinat. Ich werde zum Gemüsestand gehen. Ich treffe dich bei den Blumen. Vergiss nicht, Eier zu besorgen. Lektion 24, Parkzeit. Wir sollten bald in den Wald gehen. Die Beobachtung von Wildtieren klingt spannend. Wann ist die beste Zeit für einen Besuch im Park? Der frühe Morgen ist die beste Zeit für Tiere. Werden wir große Braunbären sehen? Das ist möglich, wenn wir ganz leise sind. Ich habe ein bisschen Angst vor Bären. Wir werden einen sehr sicheren Abstand halten. Sollen wir ein Fernglas mitnehmen? Ja, das ist eine sehr kluge Idee. Ich möchte viele qualitativ hochwertige Fotos machen. Die Lichtverhältnisse sind bei Sonnenaufgang perfekt. Ist der Park im Winter geöffnet? Es ist geöffnet, aber einige Straßen sind gesperrt. Der Frühling scheint die schönste Jahreszeit zu sein. Die Blumen werden in voller Blüte stehen. Wir müssen warme, robuste Kleidung einpacken. Ich werde die Wanderausrüstung heute Abend vorbereiten. Ich werde den lokalen Wetterbericht prüfen. Wir werden ein Abenteuer erleben. Lektion 25, Bergwanderung. Wir sollten heute etwas sehr Aktives unternehmen. Wie wäre es mit einer Wanderung in den Bergen? Es gibt einige fantastische Wanderwege in der Nähe. Das ist ein hervorragender und sinnvoller Vorschlag. Die Luft ist dort oben viel sauberer. Ich werde etwas Wasser und Snacks einpacken. Ist der Weg sehr steil oder flach? Es handelt sich um eine mittelschwere Klettertür für Anfänger. Ich muss meine alten Stiefel finden. Sie befinden sich im Flurschrank im Obergeschoss. Die Aussicht von oben ist großartig. Wir können das gesamte Tal deutlich sehen. Wie lange dauert die gesamte Wanderung? Es dauert in der Regel insgesamt etwa 4 Stunden. Wir sollten innerhalb der nächsten Stunde aufbrechen. Ich bin ab sofort bereit zu gehen. Moment, ich muss erst meinen Hut holen. Die Sonne scheint heute wirklich sehr stark. Ich creme mich gerade mit Sonnencreme ein. Sicherheit und Gesundheit stehen hier immer an erster Stelle. Lektion 26,
Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Sie verfügen über einen sehr beeindruckenden beruflichen Werdegang. Das ist klug. Hast du auch ein paar Fragen für den Interviewer vorbereitet? Ich habe 3 Fragen zum Team. Sie sollten auch nach dem Unternehmenswachstum fragen. Das zeigt, dass ich sehr ehrgeizig bin. Denken Sie daran, einen guten und festen Blickkontakt aufrechtzuerhalten. Ich neige dazu, nach unten zu schauen, wenn ich nervös bin. Üben Sie jetzt mit mir Ihren festen Händedruck. Ist dieser Griff zu fest oder zu schwach? Für einen Profi ist es genau richtig. Mit Hilfe fühle ich mich viel selbstsicherer. Sie sind der beste Kandidat dafür. Ich hoffe, Sie erkennen mein wahres Potenzial. Ziehen Sie Ihren besten und saubersten Anzug an. Ich werde es heute Abend ganz sicher bügeln. Bitte erscheinen Sie 10 Minuten vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Pünktlichkeit ist ein sehr wichtiger erster Eindruck. Du wirst eine fantastische Arbeit leisten. Vielen Dank für Ihre freundliche Ermutigung heute. Lektion 27, Obst pflücken. Der Supermarkt befindet sich im Erdgeschoss. Praktisch und normalerweise haben Sie eine gute Auswahl. Super, ich muss noch etwas Obst kaufen. Sie haben eine sehr große Bioabteilung. Ich brauche Bananen und rote Äpfel. Sind die Preise in diesem Geschäft angemessen? Sie liegen etwas über dem Marktdurchschnitt. Die Qualität ist aber stets sehr gleichbleibend. Ich brauche außerdem noch ein paar frische grüne Weintrauben. Ich werde einen Einkaufswagen für uns besorgen. Nimm das mit den funktionierenden Rädern. Dieser hier scheint in Ordnung zu sein. Wir sollten auch kalte Milch kaufen. Die Molkerei befindet sich ganz hinten. Lasst uns schnell sein, denn ich habe Hunger. Wir sehen uns an der Kasse. Ich möchte dunkle Schokolade kaufen. Das ist in der Tat ein ganz besonderer Genuss. Benötigen Sie etwas für Ihr Haus? Ich brauche Kaffeebohnen für den Morgen. Lektion 28, Geschenkauswahl. Diese blaue Vase ist wirklich sehr elegant. Das ist aufmerksam, dass Sie auch Ihre Vorlieben kennen. Ja, ich denke, es ist wichtig, das zu berücksichtigen. Sie liebt Blumen und moderne Wohneinrichtung. Passt es auf Ihren kleinen Tisch? Die Größe ist perfekt für jeden Raum. Wir sollten uns auch eine schöne Karte kaufen. Ich werde eine sehr freundliche Nachricht schreiben. Glaubst du, ihr gefällt diese Farbe? Blau ist ihre absolute Lieblingsfarbe. Dann ist das eine sehr gute Wahl. Wir sollten nach Geschenkpapier fragen. Goldpapier würde hier sehr festlich aussehen. Die Mitarbeiter können es für uns einpacken. Dadurch wirkt das Geschenk ganz besonders. Anderen etwas zu geben, bereitet viel Freude. Ich wünsche ihr einen wunderschönen Tag. Wir werden es ihr heute Abend übergeben. Sollen wir auch Kuchen mitbringen? Ein Schokoladenkuchen kommt immer gut an.
Lektion 29, schöner Ort. Bist du bereit, heute Abend auszugehen? Er sagt mir, dass ich gut aussehe und dass wir zu einem Ort namens MT Bellies fahren. Es handelt sich um ein sehr bekanntes Restaurant in der Nähe. Ist die Kleiderordnung formell oder leger? Es ist ein sehr formeller und ruhiger Ort. Ich trage mein Lieblingskleid, ein schwarzes. Du siehst in dem Outfit absolut umwerfend aus. Welche Art von Essen servieren Sie? Sie sind berühmt für ihre gegrillten Steaks. Ich hoffe, Sie bieten auch vegetarische Gerichte an. Sie haben in der Tat eine sehr vielfältige Speisekarte. Hat man von dort aus einen Blick auf die Stadt? Wir können all die hellen Lichter sehen. Das ist eine sehr schöne Überraschung, John. Du verdienst einen ganz besonderen Abend. Lasst uns nicht zu spät zum Abendessen kommen. Das Taxi wartet draußen auf uns. Ich greife nach meiner kleinen Abendtasche. Ich habe die Reservierung auf meinem Handy. Lektion 30, Pastellträume. Wir müssen eine Farbpalette für diesen Raum auswählen. Ich wünsche mir einen Raum, der eine sehr ruhige Atmosphäre ausstrahlt. Leuchtende Farben können manchmal zu intensiv sein. Ich denke, ich werde mich für Pastellfarben entscheiden, um eine beruhigende Wirkung zu erzielen. Sanfte Blau- und Grüntöne sind derzeit sehr beliebt. Lassen diese Farben den Raum größer wirken? Hellere Farbtöne reflektieren mehr natürliches Licht. Ich befürchte, der Raum könnte zu kalt wirken. Wir können warme Holzmöbel hinzufügen. Das klingt nach einer perfekten Balance. Wir sollten auch den Vorhangstoff berücksichtigen. Transparentes weißes Leinen wäre wunderschön. Es wird eine sehr luftige Atmosphäre schaffen. Sollen wir die Decke weiß streichen? Eine weiße Decke lässt den Raum offen wirken. Ich bin gespannt auf das Endergebnis. Wir werden die Arbeiten am kommenden Montag beginnen. Ich werde die Farbe heute bestellen. Bitte stellen Sie sicher, dass es sich um eine matte Oberfläche handelt.